Du hast nur 7 Prolix bekommen, sonst nichts, aber bis was kommt, dauert es ja manchmal ewig. Wem sage ich das? Naja, aber was würdest du dann sagen? Also du wartest mal bis zur ersten Waffe und dann beurteilst du, ob es sich gelohnt hat oder wie? Wie soll ich das interpretieren? Ich meine, so ein bisschen ist es schon echt auch einfach Glück, muss man sagen. Also natürlich ist es Glück. Aber das Miese ist halt, die Waffe zu droppen ist ja das eine, aber eigentlich muss es auch noch die richtige Waffe sein. Ich meine, es ist ja so absurd, du droppst ein Jojo 5 Monate. Was 5 Monate? Ja, bin ich jetzt auf Monate gekommen. 5, also vielleicht dauert es 5 Monate für ein Jojo. 500 Mio wert. Und dann droppst du einfach zum Beispiel einen Stick und der ist einfach 9 Milliarden wert. Also fast 20 mal so viel wie ein Jojo. Und ich meine, selbst ein Stick ist wahrscheinlich so viel wert wie Jojo, Big Sword, Big Axe, Knuckle, Sword und vielleicht sogar Bow zusammen. Also Bow habe ich gehört 3,5. Knuckle, sagen wir 2, sind 5,5. Sword, sagen wir auch nochmal 1,5, sind 7. Und die anderen 3 bist du vielleicht bei 8,5. Da ist der Stick 500 Mio mehr wert als einfach alle Waffen, die weniger wert sind. Bis auf Mage und Blade Axe. Das ist so absurd eigentlich. Das ist crazy. Also kannst du wirklich sagen, wenn du Stuff, Wand, Axe oder Sticks droppst, dann boom, Jackpot. Und bei allem anderen muss man sich eigentlich fast schon ärgern. Weil ja, geil, selten und natürlich auch was wert. Aber nicht im entferntesten das wert, was zum Beispiel ein Stick oder eine Axe wert sind. Oder ein Stuff. Das ist halt schon so, naja. Das ist halt das, was es wieder unattraktiv irgendwie macht. Klar, wenn du direkt beim ersten Mal eine geile Waffe droppst, brauchst du nie wieder gegen. Bist mit einem riesigen Profit raus. Aber auf der anderen Seite stehen halt die Leute, die halt Jojo 3-mal droppen und sonst gar nichts. Die sich halt komplett verarscht vorkommen. Ich meine, ich hatte da wahrscheinlich noch Glück im Unglück. Dass es nur ein Knuckle war, hätte noch viel schlimmer sein können. Aber alles in allem ist es schon irgendwie, ja. Also es sollte eigentlich wirklich so sein, dass sie es irgendwie steuern können. Nicht falsch verstehen. Dass sie steuern können, wie oft existiert eine Klasse in einem gewissen Levelbereich und dahingehend verändern sich die Drop-Chancen. Also beispielsweise auf FEC gab es ja zum Ende nur 32 Jester in den Top 1000. Was ja quasi gar nichts war. Alle anderen Klassen gab es 3-mal so viel. Minimum. Und da müsste dann eigentlich das Spiel einen Mechanismus haben, der sagt, hey, jetzt pass mal auf. Alter, es gibt nur fucking 30 Ranger. Logischerweise macht es keinen Sinn, wenn diese 30 Jester. Logischerweise macht es keinen Sinn, wenn die Droprate für Jojos ab 150, also Hernes, Lusaka, Lusaka Crystal, Jojo, dann genauso hoch ist wie die Droprate von zum Beispiel Sticks, wo es 500 Ms gibt oder 1500 Ms in den Top 1000, 1500 Ms ab Level 150. Das macht einfach keinen Sinn und deswegen ist die Droprate von einem Jojo, oder besser gesagt, die Droprate von einem Stick ist deswegen verdoppelt und die Droprate von einem Jojo ist zusätzlich halbiert. Irgendwie so. Und dann würdest du dafür sorgen, dass Waffen, obwohl sie wenig Nachfrage haben, trotzdem sehr teuer sind oder alle Waffen halt ungefähr gleich viel wert sind. Also ich meine, ganz genau wird das niemals funktionieren. Also könnte man es zumindest ein bisschen steuern. Ja, dass halt nicht so ein Bullshit passiert wie eine Waffe kostet 500 Mio und die andere kostet 15 Milliarden.
Weil das Jojo kostet ja schon immer nur 500 Mio. Und der Stick hat aber auch mal mehr als 9 Milliarden oder 10 Milliarden gekostet. Und wenn du so drüber nachdenkst, ist es eigentlich einfach nur logisch. Und klar, da kann man jetzt so sagen, so freie Marktwirtschaft, man will nicht, dass der Staat eingreift sozusagen. Also der Staat in dem Fall quasi Gala. Also bin ich eigentlich auch der Meinung, es hört sich jetzt mal so grundsätzlich, wenn die jetzt so in den Markt eingreifen, auch nicht so ultra geil an, weil wenn sie dann da eingreifen, könnte man sagen, okay, dann greifen sie überall ein. Und es gibt natürlich viele Sachen, ich sag mal so, da ist das schon logisch so mit Angebot und Nachfrage. Aber speziell jetzt diese Waffen finde ich halt genau da, finde ich es halt nicht logisch. Weil es sollte nicht so sein, dass du ein Item droppst, das so unfassbar selten ist und du dich dann eigentlich drüber ärgerst. Das sollte nicht so sein. Weiß jetzt nicht, ob es da wirklich gute Argumente dagegen gibt, finde ich. Gegen so ein System, dass es quasi automatisch balancen würde. Eigentlich wäre es ja für jeden, also ich meine, klar, für die Leute, die günstige Klassen spielen wollen, wäre es nicht gut. Allerdings sind die Klassen ja nur deswegen günstig, weil sie keiner spielen will. Und wenn man das wiederum bedenkt, dann ist es ja so, naja, ich meine, warum sollten dann die Items von Klassen, die keiner spielen will, auch noch so häufig droppen, dass es so günstig wird? Weil die Items sind ja nicht günstig, weil sie Klassen keiner... Oder... Na gut, okay, muss man jetzt aufpassen, ne? Ich selbst habe schon empfohlen, dass man die Klasse spielen soll, weil sie günstig ist. Aber ist ja egal, wie man es jetzt dreht und wendet. Auf jeden Fall, unabhängig davon, warum eine Klasse nicht viel gespielt wird, ob es jetzt die Kosten sind oder was auch immer, oder die Attraktivität der Klasse selber, es sollte einfach Sinn ergeben. Die Marktpreise sollten das widerspiegeln, also nicht das widerspiegeln, wie beliebt eine Klasse ist, sondern sie sollten den Seltenheit der Waffe widerspiegeln. Den Seltenheitswert des Items. Und das kannst du nur so erreichen, indem du sagst, hey, wir nehmen jetzt hier eine Ausgleichsdingens-Mechanik, die man immer wieder auch mal anpassen muss, wo man wirklich auch immer kontrollieren muss, dass es noch stimmt. Es könnte ja theoretisch sein, dass plötzlich hunderte Leute sich einen Ranger machen. Oder einen Jester, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Ranger sage, wenn ich eigentlich Jester meine. Und plötzlich gibt es 100 Jester mehr auf 150. Klar, theoretisch müsste man auch aufpassen, wurden diese 100 Jester jetzt nur erstellt, um die Droprate vom Jojo zu erhöhen. Was in dem Fall eigentlich auch wieder keinen Sinn ergeben würde, weil selbst wenn die Jojo seltener wäre, wäre es wahrscheinlich trotzdem nicht sehr viel teurer. Aber ist ja egal. Wenn dann jemand probieren würde, die Droprate zu manipulieren, könnte man das ja auch kontrollieren. Weil man da halt sagen muss, wer zum Teufel würde sich 100 Charakter auf 150 leveln, nur um die Droprate von einem Item minimal zu erhöhen oder so. Ich meine, selten wird es ja trotzdem bleiben. Es würde halt ein kleines bisschen wahrscheinlicher werden oder so. Also würde sowieso nicht passieren. Also ja, keine Ahnung. Ein bisschen wäre es schon cool, wenn da eingegriffen werden würde. Wie gesagt, eigentlich bin ich schon so Fan von so absoluter Freiheit. Ich meine, es ist ein Videospiel, ja nicht Real Life. Aber wovon ich kein Fan bin, ist, du droppst was so ultra selten ist. Erster Gedanke, geil. Zweiter Gedanke, Junge, ich hasse mein ganzes Leben. Das sollte nicht so sein. Und jeder, der schon mal tausende Giants ohne Drop getötet hat, wird mir da hoffentlich zustimmen. Jojo teurer, noch weniger Jester. Und ich schätze mal, da steht immer das Gleiche. Sieht zumindest so aus. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass du das Jojo teurer machst, Chevoidox. Es geht darum, dass du dem Drop... Jester wird aus dem Spiel gepatcht. Damn. Das hast du reingesneakt, nicht schlecht. Es geht jetzt nicht direkt darum, Jester teurer zu machen. Es geht darum, wie gesagt, dass jemand, der farmt und da wirklich seine Lebenszeit reinsteckt, dass sich das einfach lohnt, egal was dann droppt, wenn es mal droppt, das ewig dauern kann. Ich meine, wenn du wirklich richtig viel Pech hast, kannst du wahrscheinlich 5000 Giants ohne Drop töten. Bei den Wahrscheinlichkeiten oder bei den Rates, in denen wir uns da bewegen, ist das sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich. Könnte also durchaus passieren. Und ja,
Also, wenn du darüber nachdenkst, Imagine, du tötest 5000 Giants. Ich meine, klar, man kann immer sagen, ja, du droppst da nicht nur die Waffen. Das stimmt, aber man farmt nur für die Waffen. Also, nur mit Orichalcum und so einem Zeug, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich ganz und gar nicht. Da würde es sich mehr lohnen, Wilds zu farmen. Teilweise wird es sich, wenn du Pech hast, lohnt es sich sogar mehr zu leveln. Wenn du nicht so viele Giants findest, lohnt es sich wahrscheinlich sogar mehr zu leveln. Penya-technisch, bis dann wirklich mal eine Waffe kommt. Also ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber me personally, ich persönlich bin der Meinung, dass man da schon was tun könnte und das jetzt nicht so heftig in die Wirtschaft eingreifen würde, dass man, keine Ahnung, da jetzt, weiß ich, zu viel Unmut auf sich ziehen würde. Was auch cool wäre, wenn du einen NPC hast, wo du irgendwo von den Waffen gegen was anderes eintauschen kannst, weil man dann weniger gute Drops bekommt. Man da, wenn man möchte, einen guten Ausgleich hat. Das wäre im Endeffekt das Gleiche. Also würde aufs Gleiche rauskommen. Weil wenn du zum Beispiel einen Jojo gegen einen Stick eintauschen kannst, dann sind sie ja auch effektiv gleichwert. Würde also letztendlich das Gleiche bewirken, wie das, was ich gesagt habe. Also, deine Idee wäre theoretisch besser. Aber dann vielleicht auch wieder zu gut. Wer weiß.